Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen mit denen beschäftigen, die rein zahlenmäßig zu den Gewinnern zu zählen sind. Die AfD ist da ganz vorne mit dabei, mit einem Zuwachs von über 5 Prozentpunkten. Wir sehen hier einen jubelnden Kruppalla und Frau Weidel ebenfalls. Und das, obwohl man einen Wahlkampf hatte, der vorsichtig formuliert und einen Spitzenkandidaten schwierig war. Der nicht mehr in Erscheinung treten durfte, der Auftrittsverbot hatte. Maximilian Krah, auch Peter Bistron, der Zweite auf der Liste, war nicht mehr wohl gelitten nach diversen Affären, möglicher Schmiergeldannahme aus Russland. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mitarbeiter von Maximilian Krah. Hier sind Sie auch nicht dabei. Ich sehe Sie gerade beide nicht. Richtig, das hat auch eben seine Gründe. Und zugeschaltet ist Gerrit Sebald, der bei der AfD steht. Und Gerrit, ja, ich meine, die Freude erstmal groß, dass man über 16% wohl geholt hat, eben wie es die Prognosen jetzt zeigen, beziehungsweise die Hochrechnungen. Aber es hätte auch noch ein bisschen mehr sein können, wenn es eben diese genannten Affären nicht gegeben hätte. Ja, das kann man tatsächlich so sehen, aber trotzdem zählt hier für die AfD und auch für Tino Kruppalla und Alice Weidel eigentlich nur, dass sie zweitstärkste Kraft geworden sind. Hier ist die Stimmung tatsächlich relativ ausgelassen. Ich möchte dafür auch noch mal auf zwei weitere Zahlen blicken, die hier für gute Stimmung gesorgt haben. Es kam ein zweites Mal Jubel, als die Zahlen verkündet wurden der jungen Wähler, denn da kommt raus, da ist man mit 17% gleich auf mit der CDU stärkste Kraft bei den Wählern zwischen 16 und 24. Das ist tatsächlich für alle die bitter, die immer gesagt haben, naja, salopp gesagt, der demografische Wandel würde das Problem schon lösen. Dem ist definitiv nicht so. Und eine zweite spannende Zahl für die AfD, die jetzt rausgekommen ist nach dieser Wahl, ist, es sind gar nicht so viele AfD-Wähler rüber zu BSW gegangen. Die AfD ist da die zweitschwächste Partei. Hinten dran sind nur die Grünen. Das ist natürlich mit Blick auf die Wahlen im Osten interessant, weil man eben sieht, die BSW ist vielleicht gar nicht so eine große Konkurrenz, wie viele gesagt haben. Dementsprechend ist die Stimmung hier tatsächlich relativ gut. Und über dieses relativ gute Ergebnis, habe ich mich auch mit Partei-Co-Vorsitzenden Tino Kruppalla unterhalten. Hören wir mal rein. Zweitstärkste Kraft, aber hinter den Höhen der Umfragen zurückgeblieben. Wie interpretieren Sie das Ergebnis? Ja, ich meine jetzt zu sagen, dass wir hinter den Höhen von irgendwelchen Umfragen, die ein halbes Jahr alt sind, zurückgeblieben sind. Wir sind heute zweitstärkste Kraft geworden. Das können auch Sie nicht mehr negieren. Wir sind vor der SPD, wir sind vor den Grünen, wir sind vor der FDP, also der gesamten Bundesregierung. Einen größeren Denkzettel kann es überhaupt nicht geben. Ich bin sehr zufrieden. Ich danke unseren Wählern und unseren Unterstützern, dass wir trotz des medialen Gegenwindes fast 50% neue Wähler dazugewonnen haben. Wenn Sie von medialen Gegenwind sprechen, dann sprechen Sie natürlich auf Ihre beiden Spitzenkandidaten an. Welche Rolle haben Sie jetzt, glaube ich, am Ende für Ihren Wahlkampf gespielt? Ja, Sie sehen, am Ende zählt unser Programm und auch unsere Inhalte. Und das hat der Wähler gutiert. Und von daher kann ich nicht sagen, dass der Wahlkampf schlecht war. Er war sicherlich ein bisschen ruckelig, keine Frage. Aber das sind wir eigentlich gewohnt. Wir sind ja im Prinzip harte Wahlkämpfe, harte Auseinandersetzungen aus den letzten Wahlkämpfen gewohnt. Ich freue mich vor allen Dingen sehr, dass wir auch so stark im Osten abgeschnitten haben. Wahrscheinlich stärkste Kraft. Das gibt uns Rückenwind für die Landtagswahlen, die wir natürlich in allen 3 Bundesländern auch gewinnen wollen und auch gewinnen werden. Aber wir haben es gesehen, Sie sind jetzt mit René Haust auf die Bühne gegangen, nicht mit den beiden Spitzenkandidaten. Warum das und wie geht es mit den beiden jetzt eigentlich weiter? Das ist eine Entscheidung der neuen Delegation, der neuen Abgeordneten im Europaparlament. Das werden die nächsten Tage entscheiden. Das ist nicht mehr meine Aufgabe. Der Wahlabend ist beendet. Wir als Bundespartei werden das natürlich begleiten. Aber ich bin trotzdem sicher, dass wir mit einer starken Delegation und dann auch fortführend in eine starke Fraktion im Europaparlament Politik machen. Gegen diese EU, also weniger EU, mehr Europa, mehr deutsche Interessen. Dafür werden wir uns einsetzen. Peter Bistron hatte bei Telegram noch gesagt, er sei auf dem Weg hierher. Ich habe ihn jetzt selber nicht gesehen. Ist er da? Ist Maximilian Krah hier? Und ist das ein Zeichen dafür, dass die beiden vielleicht doch in der Fraktion bleiben? Ja, wissen Sie, ich bin jetzt hier und muss arbeiten. Ich habe noch nicht gesehen, wer hier alles heute Abend da ist. Wir schauen mal. Und wie gesagt, das ist eine Entscheidung der neuen Delegationen, der neuen Abgeordneten. Genau, sprechen wir noch einmal über die Fraktionen. Sie sind ja jetzt ausgeschieden aus der Idee. Wie geht es weiter für die AfD im Europaparlament mit den Abgeordneten? Mit wem will man zusammenarbeiten? Wie will man vielleicht Mehrheiten gewinnen? Ja, Mehrheiten gewinnt man natürlich mit auch Größe einer Delegation, mit starken Ergebnissen. Und das haben wir als allererstes heute erzielt. Und von daher wird uns das Rückenwind auch für die Verhandlungen der nächsten Tage geben. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch Mitglied einer Fraktion sein werden, weil man wird uns, die deutsche AfD, brauchen.
Höre ich daraus, dass Sie vielleicht hoffen, wieder aufgenommen zu werden oder sich einer anderen Fraktion anzuschließen? Wir sind immer offen und wir sind immer gesprächsbereit. Sie wissen, mit der AfD, und das weiß auch der Wähler, gibt es keine Brandmauern. 10. Ja, wir haben es ja gehört, Maximilian Krah in dem Interview, zu dem Zeitpunkt des Interviews war er nicht hier auf der Wahlparty und ich habe ihn seitdem auch nicht gesehen und das spricht jetzt schon Bände. Ich habe mich auch noch mal kurz mit Tino Chrupalla unterhalten. Er hat gesagt, morgen gegen Mittag, da kommt die neue Delegation zusammen und entscheidet dann auch, wer die Spitze bildet. Und das hörte sich ein bisschen so an, als wäre das nicht Maximilian Krah. Morgen um 14 Uhr gibt es eine Pressekonferenz und vielleicht wissen wir da schon mehr. Gerrit, danke schön für das Interview und die Einordnung.